Hallo meine Freunde, hola Madridistas, na endlich, es geht doch. Real Sociedad schlägt den FC Barcelona mit 2:1 und macht die spanische Liga wieder spannend. Ein guter Start in die Woche für jeden Madridista. Ja, und genauso spannend wie die spanische Liga ist, genauso spannend wird mein heutiges Video. Ich habe einen bunten Mix an Themen rund um Real Madrid. Unter anderem unterhalten wir uns auch darüber, wie die Stimmung im Verein ist, wie die Stimmung in der Kabine ist nach diesem historischen Five-Konzert. Da habe ich Informationen für euch. Aber wir unterhalten uns unter anderem auch über das verrückteste Fußballspiel, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also, viel Spaß beim Video. Ja, starten wir dieses Video erstmal etwas entspannt. Und zwar würde ich vorschlagen, wir fangen an mit Real Madrid Castilla. Die hatten gestern ihr Spiel gegen Mérida und haben sich mit 1:1 getrennt. Unter ihrem neuen Trainer Julián López war Real Madrid Castilla zwar die spielbestimmende Mannschaft, die bessere Mannschaft, hat es aber leider nicht geschafft, das Runde ins Eckige zu kriegen. Und darum geht es nun mal beim Fußball. Ja, und einige von euch hatten mich gefragt, wer ist jetzt eigentlich Trainer von Castilla? Wie ist das Trainerbeben in Real Madrid angekommen? Und ich habe diese Grafik für euch. Schaut die mal an. Ihr seht da, Xabi Alonso ist nicht der einzige Trainer, der Real Madrid verlassen hat. Am gleichen Tag, müsst ihr ganz nach unten sehen, das ist der Trainer von Real Madrid C. Das ist José Luis Sánchez, hat Real Madrid C verlassen. Das ist die dritte Mannschaft von Real Madrid. Wir haben ja Real Madrid Castilla und Real Madrid C. Wie ihr seht, Arbeloa ist aufgerückt. Julián López ist von der A-Jugend hochgerückt zu Real Madrid Castilla. Der C-Jugendtrainer übernimmt die Jungs aus der A-Jugend, weil bei der B-Jugend der Trainer ist gleich geblieben. Ja, und in der C-Jugend ist halt der zweite Trainer inzwischen der Cheftrainer. Also, das war das Trainerkarussell bei Real Madrid. Jetzt seht ihr den neuen Trainer von Real Madrid Castilla. Der hatte im Jahr 2025 etwas Historisches gemacht. Nämlich, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, das ganze Jahr mit Real Madrid, mit der A-Jugend kein Spiel verloren, solange er Trainer war. Also, ich glaube, der ist in der zweiten Saisonhälfte gekommen. Absolut verrückt, was der da geleistet hat. Ja, ich drücke ihm die Daumen bei Real Madrid Castilla. Die Aufstellung habe ich hier eingeblendet. Ihr seht auch, inzwischen kennt ihr fast alle Namen. Nicht nur wegen meinem Kanal, sondern weil sie auch alle mal in der ersten Mannschaft nominiert waren oder gespielt haben. Also es war eigentlich eine sehr gute Aufstellung. Real Madrid hat nur, wie gesagt, leider den Ball nicht ins Tor gekriegt. In der Tabelle, ich blende die euch ein, eigentlich ist der direkte Aufstieg damit erledigt. Teneriffa ist zu stark. Real Madrid muss in die Playoffs. Lasst uns hoffen, dass unsere Jungs sich bis dahin so entwickeln, dass sie sich da durchsetzen können. Ja, kommen wir von Real Madrid Castilla zu den Großen. Da wissen wir, Real Madrid hat 2:0 gegen Levante gekommen. Und die Konkurrenz hat tatsächlich gepatzt. Also nicht alle. Villarreal hat verloren. Atletico Madrid hat 1:0 gegen Alavés gewonnen. Aber da der stärkste Konkurrent, der Tabellenerste, gestern der FC Barcelona, verliert mit 2:1 bei Real Sociedad. Und ich muss sagen, dieses Spiel macht mir nicht viel Hoffnung, denn Barcelona war bockstark. Das war ein richtig tolles Spiel. Ich glaube, 2 VAR-Entscheidungen, knappe gegen den FC Barcelona. Ja, jetzt beschweren sich viele Barcelona-Fans meiner Meinung nach zu Recht, dass ein Tor aberkannt wird wegen diesem Abseits. Ja, aber ich würde auch sagen, die Barcelona-Fans dürfen sich nicht zu viel beschweren, denn Real Madrid hat gegen Barcelona die gleiche Abseitsentscheidung gegen sich bekommen im Bernabeu. Naja, für mich sind das beides keine Abseitssituationen, die ein Spiel beeinflussen. Naja, eure Meinung bin ich gespannt, könnt ihr eure Meinung lassen. Dann hat Barcelona, glaube ich, 4-mal Pfostenlatte getroffen. Also Real Sociedad hatte das Spielglück auf ihrer Seite. Man muss aber auch sagen, der FC Barcelona hatte in den letzten Monaten oftmals das Spielglück auf seiner Seite. Irgendwann kommt da die ausgleichende Gerechtigkeit. Und man hat auch gesehen, wie wichtig ein Rafinha für den FC Barcelona ist. Kaum war der nicht da, ja, verliert der FC Barcelona das erste Spiel. Unglücklich, aber so ist Fußball. Und in der Tabelle bedeutet das, Real Madrid rückt auf und ist nur noch einen Punkt hinter den Katalanen. Ja, und theoretisch liegt die Meisterschaft wieder in den eigenen Händen oder Füßen von Real Madrid. Sollten wir jetzt jedes Saisonspiel gewinnen, wären wir spanischer Meister.
Das wird diese Mannschaft aber nicht hinkriegen. Diese Mannschaft hat mehr als genug Probleme. Und wie gesagt, mir hat dieses Spiel nicht viel Hoffnung gegeben. Denn wenn wir ehrlich sind, der FC Barcelona hätte dieses Spiel zumindest unentschieden spielen müssen. Die Spieler haben gekämpft, haben geackert, intensiv. Ja, das, was wir nur teilweise von Real Madrid gesehen haben, fast gar nicht in den letzten Monaten. Aber Real Sociedad hat auch bewiesen, wenn du gegen den FC Barcelona mutig spielst, aggressiv, intensiv, dann sind die schlagbar. Ja, ich hoffe, die Spieler von Real Madrid, denen gibt dieses Ergebnis einen Ruck. Wir können jeden Ruck, jede Aufmunterung gebrauchen. Ja, vielleicht ist das ein Startschuss in eine gute zweite Hälfte der Saison. Ich kann als Madridista nur die Daumen drücken. Ja, wenn wir schon mal bei Madridistas sind, kommen wir jetzt zu einem Erlebnis. Ich muss das so nennen. Denn mir fallen keine Worte ein, um zu beschreiben, was ich gestern erlebt habe beim Afrika-Cup-Finale zwischen Marokko und Senegal. Ihr kennt die Situation, habe ich auf dem Kanal schon oft genug gesagt. Das Turnier findet in Marokko statt. Marokko Top-Favorit, haben sich auch bis jetzt durchgesetzt. Hier und da, muss ich zugeben, war die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, minimal pro Marokko, formuliere ich es mal so. Die Gegner waren auf jeden Fall schon angestachelt. Ja, und vor dem Anstoß ging die Verrücktheit schon los. Ein Spieler von Senegal hatte eine Lebensmittelvergiftung und musste von seinen Kameraden vom Platz getragen werden. Ja, und normalerweise würde ich denken, weiß ich nicht, ob Marokko damit was zu tun haben soll. Vielleicht spielt auch Senegal das in die Karten, dass alle sagen, die Schiedsrichter hätten die bevorzugt. Ja, bis ich dann gesehen habe, was auf dem Platz abging. Und ich meine nicht den Fußball. Der Fußball war mehr oder weniger gerecht. Senegal war erste Halbzeit ein bisschen besser, Marokko zweite, so empfand ich das. Aber der Torwart von Senegal, der hatte einen Handtuchverbrauch von locker 20 Handtüchern. Der hat immer wieder ein neues Handtuch gebracht, weil er sich seine Handschuhe abtrocknen wollte. Und die Balljungen von Marokko haben ihm die Handtücher geklaut. Und nicht nur die Balljungen, auch die Offiziellen hinterm Tor und einmal sogar Achraf Hakimi. Habt ihr so etwas schon mal irgendwann gesehen? Irgendwann musste der Ersatztorwart von Senegal sich da hinstellen und dieses Handtuch mit seinem Leben verteidigen. Der musste gegen sämtliche Angreifer, die von überall kommen, sich verteidigen, auf den Boden schmeißen, wälzen. In einem von der FIFA anerkannten Finale. Das ist wie ein EM-Finale. Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, und als ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, wurde es noch schlimmer. 83., 84. Minute. Dieses Tor von Senegal und der Schiedsrichter pfeift das ab. Also beim besten Willen, ich sehe da kein Foul. Und der pfeift das während der Aktion noch ab, sodass das VAR ihn noch nicht mal überstimmen konnte. Ja, Senegal logischerweise auf 180 Temperatur. Ja, und dann kriegt Brahim ein Elfmeter in der 92. Minute. Kannst du diesen Elfer pfeifen? Ja, aber in dem Finale von einem Afrika-Cup, in einem großen FIFA-Finale, nein, zu wenig für einen Elfer, meiner Meinung nach. Ja, und wenn man dann alles akkumuliert, sind Senegal, alle Reißlinien gerissen. Der Trainer hat die ganze Mannschaft vom Platz geholt. Die waren weg. Die waren in der Kabine. Und zwar locker für 20 Minuten. Irgendwann hat Sadio Mané sich die Mannschaft gepackt und gesagt, komm, wir gehen hier wieder raus. Wir verlieren hier mit Anstand. Ja, und ausgerechnet Brahim tritt zum Elfmeter an in der 90. plus 24. Und der macht den Panenka. Und der Torwart, der hält den Ball, der hält den fest. Brahim aufgelöst, am Weinen, musste vom Platz. Der Trainer hat den noch ein bisschen angemeckert, aber der war nicht mehr er selber. Der hat auch nach dem Turnier, hat er den goldenen Schuh bekommen, der war Torschützenkönig, aber der war nur am Weinen, der Arme. Also mein Herz gebrochen für Brahim, für ihn tut es mir leid. Vor allem, es ist dann gekommen, wie es kommen musste. Senegal macht ein absolutes Traumtor. Papa Gueye, was für ein Tor, setzt sich da durch, schießt den Ball rechts oben in den Giebel. Ja, Senegal gewinnt den Afrika-Cup.
Der Trainer von denen musste danach in der Pressekonferenz raus, weil die marokkanische Presse ihn da ausgebuht hat und es könnte noch schlimmer führen. Also, senegalesische Supermärkte wurden dann da angegriffen in Marokko. Also, absolut verrückt, was da alles in einem Fußballspiel passiert ist. Als Madridista tut es mir leid für einen Brahim, tut es mir auch leid für einen Achraf Hakimi. Den habe ich als kleinen Jungen schon bei Real Madrid in den Jugendabteilungen gesehen. Ja, trotzdem muss man Senegal gratulieren und so etwas gehört nicht in die Welt des Fußballs, dieses Ganze drumherum. Ich glaube nicht, dass ich sowas jemals wieder sehen werde, wie ein Ersatztorwart mit den Balljungen um Handtuch kämpfen muss. Also, naja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß, das hat wenig mit Real Madrid zu tun, aber es war so verrückt, das musste ich mit euch teilen. Ja, was sehr wohl viel mit Real Madrid zu tun hat, ist, dass wir bisher immer noch keinen rechten Flügel gefunden haben, mit dem wir zufrieden sind. Sowohl ein Rodrigo, hatte eine kurze Hochphase, ein Mastantuono hat uns noch nicht überzeugt, ein Brahim kommt jetzt aus dem Afrika-Cup wieder, der hat da wirklich gut gespielt, vielleicht ist das eine Lösung. Ja, aber während wir keine Lösung haben, haben wir eine mögliche Lösung, nämlich Endrick nach Lyon geschickt. In seinem ersten Spiel hat er bereits sein erstes Tor gemacht. In seiner ersten Ballberührung von Lyon, da habe ich hier bis jetzt nicht drüber reden können, schießt er den Ball ans Lattenkreuz. Also der Junge ist absolut verrückt. Und was der gestern gemacht hat mit Lyon, war eine Show. Ein Endrick ist ein Unterschiedsspieler. Wenn man ihn bei Lyon Fußball spielen sieht, ich versuche vom Urheberrecht so viel es geht euch zu zeigen. Ansonsten geht auf YouTube und schaut euch dieses Spiel an oder die Wiederholung. Oder Best-of von Endrick. Wie dieser Junge keine Chance bei Real Madrid bekommen hat, geht nicht in meinen Kopf. Außenrisspässe genau in den Lauf. Durchsetzungsvermögen, Dribblings, Pässe in die Tiefe, Schüsse. Ein unglaublicher Baller ist dieser Endrick und ja, wie gesagt, ich habe kein Verständnis, dass sowohl ein Ancelotti als auch ein Xabi Alonso keinmal diesem Jungen mal 2, 3 Spiele auf dem rechten Flügel gelassen haben. Ja, ich bin der festen Überzeugung, wenn der so weitermacht, schafft er es in die WM mit Brasilien. Er ist zurzeit der beste Spieler in der französischen Liga, zumindest in diesen ersten 2 Spielen. Der absolute Wahnsinn, ja. Und dann kommen wir zu Real Madrid, zu der Information, die ich euch versprochen habe. Und ich habe euch ja erklärt, wie das mit der Presse funktioniert. Es gibt Presse, die alles erfindet, aber die versuche ich auf diesem Kanal möglichst auszublenden. Es gibt aber auch Pressevertreter, die unglaublich gut vernetzt sind mit Real Madrid. Einen Namen habt ihr auf meinem Kanal immer wieder gehört, Arantxa Rodriguez. Dadurch, dass die so gut vernetzt ist mit Real Madrid, ja, vertritt sie aber auch eher die Meinung von Real Madrid. Real Madrid, wir wissen, wie Florentino Perez mit den Fans umgegangen ist. Ihr macht das, was wir sagen, sonst seid ihr bald nicht mehr hinter dem Tor von Real Madrid. Und so macht er das auch mit der Presse. Entweder ihr berichtet, zumindest bei einer Arantxa Rodriguez, entweder ihr berichtet das, wie wir es wollen, oder ihr kriegt keine Informationen mehr. Ja, Florentino Perez macht das so. Der Mann hat mit Sicherheit viele Vorteile, auch Nachteile. Aber dadurch wissen wir, wie ist die Stimmung im Verein, wie ist die Stimmung in der Kabine, was denkt die Mannschaft von dem historischen Five-Konzert vom Santiago Bernabéu. Hier die Information von La Cope. Trauer, Überraschung und Enttäuschung unter den Spielern und dem Management von Real Madrid nach dem historischen Buhrufen im Bernabéu-Stadion. Weder der Verein noch die Spieler hatten mit einem solchen Protest ihrer Fans gerechnet. Das Geschehen gegen Levante hat Trauer, Überraschung und Enttäuschung ausgelöst. Arantxa Rodriguez enthüllt in der Sendung Tiempo de Juego die Meinung der Vereinsführung und der Spieler von Real Madrid zu den Buhrufen. 3 Worte beschreiben die Gefühle vom Vorstand und den Spielern am besten. Trauer, Überraschung und Enttäuschung. Wer nur im Triumph applaudiert, aber in der Niederlage verstummt, gehört nie zu uns. Ein Satz, der in der Kabine widerhallt und in den sozialen Medien kursiert. Trauer über alles, was im Stadion passiert ist. Überraschung, weil sie zwar vorgewarnt waren, was passieren könnte, aber sie dachten, es würde sich auf den Spielbeginn beschränken
um ihren Unmut über die Leistung der Mannschaft auszudrücken und nicht die vollen 90 Minuten andauern. Sie hatten nicht erwartet, sich wie bei einem Auswärtsspiel zu fühlen, mit ständigen Buhrufen und der Tatsache, dass außerhalb der Fanzone niemand jubelte. Enttäuschung, weil obwohl die Fans Eintritt zahlen und sich frei äußern können, das Gefühl entsteht, dass sie nur da sind, wenn es gut läuft. Ja, und das, meine Freunde, ist emotionale Manipulation 1.1. Es ist absoluter Quatsch. Den Fans geht es doch gar nicht um den sportlichen Aspekt. Natürlich mit Sicherheit auch, das kommt noch dazu. Und ich sag mal, 30% der Pfiffe sind wegen dem sportlichen Leistung. Die anderen 70% sind aber wegen dem Verhalten von diesen Spielern, von diesem Kader und auch vom Präsidium in den letzten 1,5 Jahren. Entscheidungen, die kein normaler Madridista nachvollziehen kann. Wie ich gestern gesagt habe, Spieler, die einfach nicht die DNA von Real Madrid vermitteln an die Fans. Die Identität von Real Madrid geht verloren. Spieler, die nicht kämpfen, die nicht trainieren wollen, denen alles andere wichtiger ist als Fußball. Dagegen wird protestiert. Es wird protestiert gegen ein Präsidium, das ihre Trainer mit runtergelassenen Hosen dalässt. Ein Präsidium, was den Trainern nicht ihre Wünsche erfüllt, obwohl sich letzte Saison unter Carlo Ancelotti, ich glaube, jeder Verteidiger verletzt hat. Hat ein Florentino Perez da reagiert? Nein. Und diesen Winter genau das Gleiche. Xabi Alonso im Sommer schon wollte er einen spielstarken Sechser. Hat er nicht bekommen. Für den Wintertransfermarkt hatte er das Gleiche schon wieder angekündigt. Und Madrid hatte schon gesagt, wir verpflichten nicht. Wir verpflichten nicht im Winter. Ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Fans sauer sind. Wenn die ganze Welt sieht, wir brauchen punktuell Verstärkungen und das Präsidium sagt nein. Ja, da braucht man sich nicht über diese Pfiffe beschweren. Und auch darüber, dass ein Florentino Perez letztes Jahr auf Kuschelkurs war mit Joan Laporta. Er dafür gesorgt hat, dass Joan Laporta Präsident von Barcelona werden konnte. Er am Anfang geholfen hat, damit die Strafe im Fall Negreira finanziell etc. gar nicht so groß geworden ist. Bis ein Joan Laporta, wie man ihn kennt, mit dem Messer Florentino Perez in den Rücken gestochen hat, metaphorisch, und Real Madrid liegen gelassen hat im Fall Super League und Florentino Perez jetzt erst Vollgas gibt. Ja, dagegen protestieren die Fans. Wenn das anders wäre, wurde mit Applaus empfangen. Warum ist das so? Warum wird ein Valverde, ein Bellingham und ein Vini ausgepfiffen? Also, wie gesagt, die stellen sich mit Absicht dumm. Das ist emotionale Manipulation 1.1. Das hat überhaupt nichts mit dem Unmut von den Fans von Real Madrid zu tun. Ja, das ist zumindest meine Meinung. Tut mir leid, dass ich mich da ein bisschen in den Rausch gesprochen habe. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Vielleicht sehe ich es ja falsch. Lasst mir bitte eure Meinung dazu in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das. Ach ja, hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hola, Madrid!